wir Filmfans sind ja wirklich so einiges gewohnt. Von kreativen und seltsamen bis absurden Monster-Designs bis hin zu Adam Sandler ohne Maske, aber trotzdem kommt immer wieder der eine Film daher, der einen dann komplett von den Socken haut, weil ganz im Ernst, schaut sich das an, was ist das? Geil. Das ist zumindest das eine, was ich sagen kann. Von allen Full Moon Entertainment Produktionen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist Head of the Family, aka The Brain, tatsächlich einer meiner persönlichen Favoriten. Ich liebe Full Moon nämlich vor allem dann, wenn sie ein bisschen selbstironisch und augenzwinkernd unterwegs sind. Der beste Film, den sie jemals gemacht haben, immer noch ohne Frage, Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. Ironie ist klar, aber das, was sie hier bei Head of the Family aufgeführt haben, das ist ebenfalls großartig. Der visuelle Stil des Films wurde übrigens inspiriert von den Monsters bzw. den Teenage Mutant Ninja Turtles und was wir da serviert bekommen, ist interessant, absurd gefilmtes, campy Overacting at its finest. Und es ist absolut genial, den Hauptdarstellern dabei zuzusehen, wie sie meiner Meinung nach ihrer Sache definitiv bewusst einfach gemütlich übertreiben. Allen voran J.W. Para in der Rolle des, der einfach jedes einzelne Wort, das er sprechen darf, dermaßen genießt, dass es einfach eine Freude ist, ihm dabei zuzuhören und zuzuschauen. Die Maske und das ganze Konzept ist absolut großartig und der Film, dank seiner knackigen Laufzeit von ca. 80 Minuten, einfach zu keiner einzigen Sekunde langweilig. Das ist ein großartiger Film, eine großartige, leichtfüßige Horrorkomödie, würde ich fast schon sagen, die ich definitiv jedem empfehlen kann. Und vor allem ist die Geschichte von J.W. Perry relativ interessant, weil dafür, dass er meiner Meinung nach ein hervorragender Schauspieler ist, der seine Rolle nämlich auch wirklich ernstzunehmend gut spielt, hat er laut IMDb nur ganze 4 Acting Credits und alle diese 4 zwischen 1996 und 1998 bei Full Moon Entertainment abgesessen. Nach The Brain 1996 war er 97 noch in den beiden Filmen The Creeps, der bereits in der Full Moon Classic Selection erschienen ist, und Mystery Monsters, von dem es gar keinen deutschen Release gibt, zu sehen. Und 1998 dann noch in einem Film, wo ich nur sagen kann, liebe Leute von Wicked Vision, vielleicht wollt ihr ja irgendwann mal ein bisschen Kohle ausgeben und neue Full Moon Filme auch noch bringen. Zwinker, Zwinker, Klimper, Klimper. Weil ganz ehrlich, 1998 war J.W. Para in einem Film zu sehen namens Kra, Rufzeichen, The Sea Monster. Ein Film, wo mir alleine schon der Filmtitel reicht, um zu sagen, ich will das sehen und zwar am besten jetzt. Blöderweise ist das auch einer der Full Moon Titel, die bis jetzt noch keinen deutschen Release spendiert bekommen haben. Wir haben vor einiger Zeit eben bereits den Film als Nummer 91 in der Trash Collection gesehen, da übrigens mit dem Cover Artwork der alten deutschen VHS-Kassette, aber Wicked Vision serviert uns jetzt auf der neuen Blu-ray, die am 6. Dezember 2019 erschienen ist, ein alternatives Cover Artwork. Das entspricht übrigens dem amerikanischen Blu-ray-Cover und bietet noch einige zusätzliche Grafikeffekte, obwohl es ja quasi grundsätzlich dasselbe Motiv ist. Aber das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check und in diesem Video freue ich mich ganz besonders darauf, euch die Full Moon Classic Selection Blu-ray von Head of the Family näher vorzustellen. Und wie bereits angekündigt, möchte ich jetzt einmal einen kleinen vergleichenden Blick auf das alte deutsche und quasi das neue deutsche Cover werfen. Wir sehen auf beiden Bildern Myron, den
Head of the Family, allerdings eben ein bisschen anders dargestellt. Sein Gesichtsausdruck ist auf beiden Bildern ein anderer. Außerdem weist eben das neue Blu-ray-Cover, das eben tatsächlich dem amerikanischen Blu-ray-Cover entspricht, deutlich mehr Grafikeffekte, einen deutlich sagen wir mal, bunteren, aufgeweckteren Hintergrund auf, wohingegen das alte deutsche Cover fast irgendwie ein bisschen trist und traurig dann aussah. Mir persönlich gefallen eigentlich beide Versionen ungefähr gleich gut und deswegen würde ich sagen, wir wechseln jetzt einmal gleich auf die Blu-ray. Da sehen wir eben wirklich den Mastermind of Death. Hier bei dem Wendecover der Full Moon Classic Selection im Vollformat. Die andere Version von dem Cover werden wir uns dann in Bälde anschauen. Jetzt können wir einmal auf den Spine wechseln. Da lesen wir natürlich den Filmtitel, was absolut perfekt passt, meiner Meinung nach, zu den anderen Blu-rays aus der Full Moon Classic Selection. Auf dem Backcover gibt es dann ein paar Bilder aus dem Film, die Inhaltsangabe, Details zum Bonusmaterial und da ist ein Ding dabei, das muss man vielleicht einmal ein bisschen näher beschreiben. Der Audiokommentar mit dem Darsteller J.W. Para ist nämlich also keiner, wo er wirklich alleine ist, weil so wie er wirkt, ist er generell selten allein, aber er hat tatsächlich einen Special Guest mitgebracht, nämlich keinen geringeren als Myron, seinen Charakter aus Head of the Family. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich vorher gesagt habe, dass er eigentlich ein ziemlich cooler Schauspieler ist und weswegen es mich wundert, dass man ihn nicht in mehr Filmen gesehen hat, weil er tatsächlich den ganzen Audiokommentar nicht nur als er, sondern als Myron begleitet und über weite Strecken oft ein Zwiegespräch mit sich selber führt, eben teilweise dann den Akzent und die Stimme von Myron mitmacht, was sicherlich auf Dauer ein bisschen anstrengend war, sich aber wirklich absolut großartig anhört. Außerdem feiert J.W. Para den Film genauso, wie er zu feiern ist, gibt einige coole Hintergrundinformationen und macht einfach Spaß und Gaudi dabei, wenn man ihm zuhört. Das ist definitiv einer der besten Audiokommentar-Tracks, die ich in der letzten Zeit gehört habe und einer, den ich euch definitiv empfehlen würde. Jetzt würde ich einen Blick in dieses Case hineinwerfen. Da wartet auf der rechten Seite natürlich die Blu-ray bedruckt, so wie alle anderen Blu-rays aus der Full Moon Classic Selection, nur mit einem anderen Filmtitel drauf. Darunter finden wir dann eben die andere Seite des Wendecovers. Das ist mehr oder weniger das rein interne Cover-Artwork, wo eben dasselbe Design, das wir hier bei dem anderen von mir gewendeten Cover ebenfalls sehen, allerdings in eine quadratische Formatvorlage eingefügt, wo dann der Filmtitel in einer einheitlichen Schriftart wie auch auf dem Spine oberhalb steht und unten die Full Moon Classic Selection durchnummeriert ist, um eben keine unvollständigen Sammlungen zu produzieren, wenn Leute nicht jeden Film haben wollen, hat sich ja Wicked Vision damals dagegen entschieden, diese Reihe auch auf dem Spine durchzunummerieren. Meiner Meinung nach haben beide Coverversionen was, weil einerseits wisst ihr, ich mag diese Rahmengeschichte nicht, wobei ich sagen muss, Wicked nützt den Platz auf diesem Cover großartig und da ist auch gegen den Rahmen nichts einzuwenden, aber ich habe mich dann irgendwann einmal tatsächlich dann doch dafür entschieden, dass mir persönlich die Vollformat-Cover trotzdem besser gefallen, deswegen bei mir eben auch diese Version draußen, aber insgesamt bin ich ehrlich gesagt mit der Optik von diesem Blu-ray-Release definitiv zufrieden. Gedreht wurde Head of the Family im Jahr 1996. Und wenn es euch so geht wie mir, dann heißt das vor 4 Jahren. Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, es ist vor 24 Jahren gewesen, so alt sind wir mittlerweile schon. Aber während wir natürlich wunderbar gealtert sind und auch in 4K eine absolute Topfigur machen, ist die Frage, inwiefern das Master einer billigen Produktion von Full Moon Entertainment auch nach 24 Jahren einen Auftritt auf Blu-ray rechtfertigt. Deswegen möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check einige Screenshots aus dem deutschen
Edition HD Transfer direkt zeigen, weise euch allerdings auch darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, aber ich musste die Bilder natürlich allesamt abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen. Außerdem ist das Video grundsätzlich in 4K und die Blu-ray-Screenshots in 1080p, weswegen das Ganze ein bisschen hochskaliert wurde. Deswegen ist die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow zwar ein netter Indikator, aber definitiv nicht als 1:1 absolute Repräsentation der Blu-ray-Bildqualität zu sehen. Trotzdem finde ich, ist es schon einmal alleine ein bisschen eine Abwechslung, wenn ihr nicht die ganze Zeit mich sehen müsst, während ich euch zutexte. Wir werfen jetzt einmal einen Blick auf die Bildqualität von Head of the Family, die mir persönlich wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Da hat man meiner Meinung nach bei Full Moon Entertainment einen absolut hervorragenden Transfer ausgegraben, der wirklich überzeugen kann. Das Bild punktet mit guter Schärfe, mit einigen Details, die vor allem bei Nahaufnahmen wirklich großartig zur Geltung kommen. Grundsätzlich ist die Bildqualität des Transfers, wenn man genau hinschaut, ein kleines bisschen wechselhaft, was sich allerdings auf die Produktionsumstände zurückführen lässt und nicht auf diese Abtastung, sodass vereinzelte Aufnahmen vielleicht ein bisschen weniger detailliert erscheinen als der Großteil des Films. Die Farben machen einen kräftigen und natürlichen Eindruck. Der Kontrast ist allerdings produktionsbedingt ein bisschen steil ausgefallen. Ganz besonders helle Bildbereiche wie hier in der Slideshow zu sehen bei den Lampen neigen dazu, ganz dezent zu überstrahlen, was allerdings jetzt zu keiner Zeit irgendwie störende Ausmaße annimmt. Andere helle Hintergrundflächen, wie beispielsweise der Himmel, überstrahlen allerdings nicht. Auch in dunklen Szenen bleibt das Bild meiner Meinung nach angenehm durchzeichnet, weswegen man insgesamt mit diesem Ausgangsmaterial sehr zufrieden sein kann. Und außerdem hat Wicked Vision dem 82 Minuten langen Film satte 23 GB auf der Blu-ray zur Verfügung gestellt, weswegen auch die Kompression angenehm und dezent im Hintergrund arbeiten kann und nicht durch irgendwelche störenden Block- oder Artefaktbildungen auf ihre Arbeit aufmerksam machen muss. Head of the Family ist für mich ein absolutes Highlight aus der noch jungen Full Moon Classic Selection. Wobei, noch jung ist eigentlich fast übertrieben. Immerhin habe ich euch im letzten Jahr hier auf dem Kanal schon die ersten Titel vorgestellt. Weitere Massen an Classic Selection Blu-rays aus der Full Moon Serie sind in der großartigen Puppet Master Trunk Edition enthalten gewesen, so dass dank Wicked Vision und Full Moon Germany unsere Full Moon Sammlung in den letzten Monaten doch deutlich angewachsen ist. Und wenn das bedeutet, dass auf meinem filmischen Diätplan mehr Titel wie Head of the Family landen, dann finde ich das auch durchaus in Ordnung. Der Film hat mich absolut großartig unterhalten, insbesondere eben die schauspielerische Leistung von J.W. Para ist hervorzuheben, aber auch die anderen Darsteller machen einen großartigen Job und es macht einfach Spaß, sich circa 80 Minuten lang von diesem Film unterhalten zu lassen. Ein paar Hinweise an der Stelle noch meinen Informationen zufolge liegt der englische Originalton nur in 2.0 Mono vor, also einem Downmix. Der deutsche Ton basiert allerdings noch auf der ursprünglichen Stereo-Abmischung, was, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, darauf beruht, dass Full Moon irgendwelche Dinge immer wieder neu abgemischt hat und dabei das dann offensichtlich einmal passiert ist. Außerdem die ersten 200 Besteller, die sich diese Blu-ray direkt im Shop von Wicked Vision bestellen, bekommen außerdem noch eine limitierte Full Moon Trading Card dazu. Einige von diesen Trading Cards habe ich euch ja auf dem Kanal bei meinen Unboxings schon gezeigt. Für den Fall, dass ihr euch interessiert, wie sowas ausschaut, könnt ihr beispielsweise mein Review zur Puppet Master Trunk Edition schauen, da sind einige davon dabei. Aber was ihr definitiv auch schauen solltet, was ihr definitiv jetzt in eure Watchlist setzen solltet, ist Head of the Family, weil glaubt mir, der Film ist ein Fest und der macht Spaß.